Hallo meine Lieben, heute ist es soweit. Ich stelle euch mein neues Projekt vor. Es ist kein Porsche, kein Ferrari und auch kein Lambo. Es ist ein Manta. Viel Spaß! Hier ist das gute Stück. Manta B war 1979 2 Liter Einspritzer, 110 PS. Auf der Uhr stehen 73.000 Kilometer, könnten auch 173.000 Kilometer sein. Der Wagen soll komplett sein. Was nicht dran ist, ist drin. Die Besonderheit an dem ist, es ist ein CC. Davon gab es nicht so viele. Der hat ein anderes Heck und eine große Heckklappe. Die hintere Sitzbank ist umklappbar. Das bedeutet wiederum, dass der Tank nicht hinter der Rücksitzbank ist, sondern unterm Kofferraum. Ich habe den Manta von einem Bekannten abgekauft. Der hatte den Wagen schon über 15 Jahre in der Garage zu stehen und hatte schon angefangen, den zu restaurieren. Beim Angefangen ist es auch geblieben. Er hat jetzt den Platz gebraucht und mir den für 2.100 € verkauft. Ich habe damals mal im Netz geschaut und in ganz Europa keinen 2 Liter GTE gefunden, der vollständig und billiger war wie der hier. Also musste ich zuschlagen. Hier ist der Beweis. Opel Manta B CC, Erstzulassung 79, 2.100 €. Und was ich dafür bekommen habe, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Bevor wir den Manta unter die Lupe nehmen, muss ich noch ein Geständnis machen. Ich bin schon ein kleiner Opel-Fan, was die ganzen Fahrzeuge bis zu den 80er Jahren betrifft. Da hat Opel noch richtig tolle Autos gebaut. Wie zum Beispiel den Kadett C Coupé, Ascona B, Commodore B GSE Coupé, Monza A, Diplomat, Manta A, Manta B und so weiter. Was die heutzutage bauen, finde ich nicht so toll. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Fangen wir vorne an. Und da sieht man schon an den gelben Nebellampen, dass es ein Importfahrzeug aus Frankreich ist. Genauer gesagt stammt der Manta aus dem sonnigen Marseille. Darum soll er auch wenig Rost haben. Hier unten an der Frontschürze sieht man, dass er einen kleinen Ditcher hatte. Ist aber nicht so schlimm. Der rechte Scheinwerfer hat hier einen Steinschlagschaden. Die Streuscheiben sind hier aus Glas. Dann fehlt auch noch der Gummi hinterm Scheinwerfer. Die Motorhaube hat 2 Roststellen. Aber von außen sieht die noch ganz brauchbar aus. Hier vorne hat der Kotflügel eine Schramme. Ansonsten, hier oben hat jemand probiert, den Rost wegzuspachteln. Da kommt alles wieder hoch. Und hier unten auch. Die Tür hat jemand abgeschliffen, um zu schauen, ob da Rost ist. Das sind die typischen Roststellen, genau wie die Türkanten. Die Türkante sieht ganz gut aus, nur leicht angerostet. Aber hier drüber, wo der Türgummi sitzt, ist es schon stärker angerostet. Ist aber nichts durch, so wie es aussieht. Hinter der Tür sieht man, dass einer was gespachtelt hat. Und hier auch. Das müsste man eigentlich runterschleifen, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Der Radlauf ist ja wie neu. Das ist das Schöne an solchen Importfahrzeugen, die aus sonnigen Gegenden stammen. Da hat man wenigstens nicht so viel Rost. Thema Schiebedach, Katastrophe. Wie man von außen sehen kann, ist es hier ganz schön angegammelt. Und hier auch. Das ist aber nur die Spitze vom Eisberg. Wie man schön sehen kann, wurden die typischen Versuche unternommen, um das Schiebedach abzudichten. Und zwar mit Klebeband. Das Problem ist aber nicht das eindringende Wasser, sondern die Ablaufkanäle, die sich an allen 4 Ecken an der Schiebedachkassette befinden. Die verstopfen nach einiger Zeit und das Wasser bleibt davor stehen. Und das Blech rostet in Schnelltempo. Hier kann man genau sehen, wo das Wasser immer stand. Hier ist der Ablaufkanal und hier, wo alles verrostet ist, stand das Wasser. Auf der anderen Seite genauso. Und genau das ist der Grund, warum die meisten Autofreaks ein Auto ohne Schiebedach bevorzugen. Hier muss ich auf jeden Fall den Rost richtig entfernen und alles versiegeln. Wenn ihr dazu ein paar nützliche Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben. Hinten fehlt die Stoßstange, aber die habe ich schon drin gesehen. Und die beiden Rücklichter fehlen auch. Da hoffe ich mal, dass ich die in einer von den Kisten im Kofferraum finde.
An der Heckklappe blüht überall der Rost. Da muss die Scheibe auf jeden Fall raus, um das zu behandeln. Aber das Heck hat erstmal, so wie ich sehe, keinen Rost. Da hat er einen kleinen Ditcher, ist aber halb so wild, ist ruckzuck rausgedrückt. Was bei den Fahrzeugen noch eine Krankheit ist, ist die Reserveradmulde. Ich räume mal schnell den Kofferraum leer und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was mir gleich aufgefallen ist, dass die Heckklappe hier am Schloss völlig durch ist. Wahrscheinlich wäre es besser, eine gute gebrauchte zu besorgen. Und an der Seite war ja was gespachtelt. Wenn man hier reinschaut, dann weiß man warum. Da hat einer ein Blech reingeschweißt, scheint aber nicht zu rosten. Das müsste man noch richtig konservieren. Die Reserveradmulde sieht sehr gut aus. So gut wie kein Rost vorhanden. Das ist schon mal gut. Und der Rest sieht auch gut aus. Die rechte Seite ist in einem genauso guten Zustand wie die linke. Nur hier hat er eine kleine Delle. Ansonsten top. Nun kommen wir zum Herzstück vom Manta. Der legendäre CIH-Motor 2 Liter Einspritzer mit der schönen L-Jetronic. Finde ich persönlich weniger anfällig als die K-Jetronic, die im 190er verbaut ist. Mit der hat man in der Regel weniger Probleme bei langen Standzeiten. Der Motor soll vor 15 Jahren noch gelaufen sein. Mein Bekannter hat vor kurzem probiert, den zum Laufen zu bringen. Hat er aber nicht geschafft. Aber neues Öl und neue Kerzen sollen wohl drin sein. Aber um den Motor kümmere ich mich in einem anderen Video. Die typische Roststelle unter der Batterie hat er natürlich auch. Aber so wie es aussieht, ist da noch nichts durch. Die Dome sehen erschreckend gut aus. Fast kein Rost vorhanden. Und unter dem Scheinwerfer auch. Normalerweise gammeln die da wie verrückt. Auf der anderen Seite sieht es genauso gut aus. Hier hat er ein bisschen Rost und der Längsträger auch. Das ist aber halb so wild, ist nur oberflächlich. Die Motorhaube von innen ist schon ziemlich stark verrostet, aber ich denke, dass man die noch retten kann. Mein Fazit zur Karosse ist ziemlich positiv. Er hat Rost, ja, aber das ist im Verhältnis sehr wenig. Und da, wo das neue Blech eingesetzt ist, wurde gut gemacht. Es wurde sogar großzügig ausgeschnitten. Und das Blech wurde sogar abgesetzt. So wie ich gesehen habe, hat man sogar zwischen den Blechen Schweißprimer verwendet. Top! Man muss dazu sagen, dass mein Bekannter Bauschlosser ist. Also schweißen kann er. Jetzt würde ich sagen, wir heben die Kiste mal hoch und schauen uns mal das Wunderwerk der Technik von unten an. Fangen wir hinten an. Wie ich schon gesagt, hat er mit der Restauration schon vor vielen Jahren angefangen. Wie man sieht, wurde hier alles entrostet und schwarz gemacht. Die Stoßdämpfer und die Federn wurden erneuert. Die Hinterachse wurde abgedichtet und neues Öl eingefüllt. Die Bremstrommeln, Bremsbacken und die Radbremszylinder hat er neu gemacht. Mitteltopf und Endtopf fehlen. Mitteltopf habe ich aber gefunden. Handbremsseil ist auch neu. Die Warnheberaufnahmen sehen sehr gut aus. Bis zur Hälfte ist er ja schon fast fertig. Jetzt brauche ich nur noch die andere Hälfte machen. Der Schweller und Längsträger sieht super aus. Auf der anderen Seite auch. Hier ist wieder eine typische Roststelle bei Manta. Hier ist er durch. Und hier am Längsträger auch. Dafür gibt es sogar Reparaturbleche. Hier sieht es auch nicht besser aus. Hier ist er auch durch.
Aber die Warnheberaufnahmen sind in einem selten guten Zustand. Getriebe ist undicht, muss abgedichtet werden. Der Motor sieht aus wie ein Ölklumpen, der muss auch komplett abgedichtet werden. Und der Rest müsste vom Rost befreit werden und lackiert werden. Neue Stoßdämpfer wären auch nicht schlecht. Die Bremsschläuche müssen auf jeden Fall neu. Die Bremssättel sollte man überholen. Bremsscheiben und Belege würde ich auch erneuern. Die Feder ist hier gebrochen, also 2 neue Federn rein. Und die Gummis von der Koppelstange müssen auch neu. Wie man sieht, ist noch eine Kleinigkeit am Manta zu machen und ich habe richtig Bock drauf. Jetzt schauen wir uns mal an, was alles noch so im Kofferraum lag. Das ist die Bremsleitung für hinten. 2 Zierleisten für den Schweller. Das ist der Mitteltopf, ESC gibt's nicht. Da sind die beiden Einstiegsleisten. Eine Frontschürze, das ist schon mal gut. Stoßstange für hinten. Die ist wirklich in einem sehr guten Zustand. 2 neue Federn. Hoffe ich mal, dass die passen. Das müssten die alten von hinten sein. Dann haben wir hier noch 2 Zierleisten für die Radläufe. Gehört zu einer Berlinetta-Ausstattung dazu. Und eine Frontlippe. Dann gab es noch 3 Kisten on top. In der Kiste sind 2 Dichtungen drin. Ich glaube, die müsste für die Tür sein. Aber genau weiß ich das noch nicht. Was ist hier drin? 2 neue Bremsschläuche für vorne. Der Bremsschlauch ist für hinten. 2 neue Koppelstangen. 4 neue Zündkerzen. 2 Auspuffgummis. 2 Stoßdämpfer für vorne. Das ist schon mal super. Ach so, und eine Feder. Wofür ist die denn? Fürs Handbremsseil oder was? Keine Ahnung. Falls es einer weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. In der letzten Kiste haben wir ein paar Verkleidungsteile. Die beiden Rückleuchten, ein neuer Luftfilter und so ein paar Kleinteile. Finde ich schon super, dass er mir alles, was er noch da hatte, mitgegeben hat. Denn alles, was da ist, braucht man nicht kaufen. Der Innenraum befindet sich in einem normalen gebrauchten Zustand. Man darf nicht vergessen, dass das Fahrzeug schon 44 Jahre auf dem Buckel hat. Das Armaturenbrett hat den üblichen Riss in der Mitte. Und die Türverkleidungen lösen sich hier oben ab. Aber im Großen und Ganzen ist das alles noch brauchbar. Der Manta ist besser, als ich erwartet habe. Vom Rost her habe ich schon viel Schlimmere gesehen, die noch viel mehr gekostet haben. Was habe ich mit dem Wagen vor? Ich will den jetzt nicht so restaurieren, damit er die Note 1 erhält, makelloser Zustand, sondern den soweit technisch fertig machen, dass die Technik einwandfrei funktioniert und der Wagen TÜV bekommt. Danach suche ich einen Menschen, der sich den nach und nach optisch fertig machen will. Dann kann derjenige selber entscheiden, ob er die Originalfarbe lässt oder sich ein Sportfahrwerk einbaut oder Sportsitze möchte, etc. pp. Für mich ist es nur wichtig, dass er wieder technisch in Ordnung ist und auf der Straße fahren darf. Wer mich kennt oder länger meine Videos schaut, weiß, dass es mir nur um Schrauben geht. Das ist meine Leidenschaft. Außerdem würde der bei mir nur rumstehen, wie die anderen Fahrzeuge von mir. Und das will ich nicht. Hi, ich bin's, die Uschi, die Freundin von Manni. Gina musste los, deswegen mache ich schnell den Schluss. Ja, so, was sagt ihr immer? Daumen hoch oder so ein Quatsch. Ach, ist ja auch scheißegal. Hauptsache die Karre wird fertig, dass ich mit Manni wieder rumheizen kann. Was sagt ihr noch so? Abo, da unten. Einfach draufdrücken auf die Scheiße. Ciao.